Meine Forschung beschäftigt sich mit der Frage, wie sich religiöse Ideen, künstlerische Formen und Wissenssysteme aus dem indischen Raum über Eurasien verbreitet haben und wie sie an Orten wie dem Kathmandu-Tal aufgenommen, verändert und weitergegeben worden sind. Wir sehen hier eine Standmaske des Gottes Bhairava im Weltmuseum Wien. Bhairava ist eine furchterregende Form des Hindu-Gottes Shiva, dessen Verehrung schon sehr früh am indischen Subkontinent, also vor unserer Zeitrechnung, belegt ist. Bhairava ist dargestellt mit aufgerissenen Augen, mit einem breiten Lachen, mit Dreadlocks, Totenschädel im Haar und Schlangen. Also einer Manifestation kosmischer Gewalt, die einerseits erschrecken soll, aber auch andererseits schützen. Und solche Figuren werden in Ritualen verehrt und in Festen gefeiert. Das Spannende an diesem Objekt ist auch, dass sie eine Inschrift trägt, die uns zeigt, dass diese Standmaske ins frühe 18. Jahrhundert datiert. Und es wird auch der Ort Kirtipur erwähnt als Standort. Kirtipur ist eine Stadt im nepalesischen Kathmandu-Tal. Und das Kathmandu-Tal war schon sehr früh ein Zentrum für religiöse Kunst und Praxis und hat über Handelswege sehr weit ausgestrahlt. Die Verbindung von lokaler religiöser Praxis mit einem sehr weiträumigen transkulturellen Kontext macht dieses Objekt besonders spannend. Das Kathmandu-Tal war schon sehr früh, eben ab Mitte des 1. Jahrtausends, ein zentraler Knotenpunkt in den kulturellen und wirtschaftlichen Netzwerken mit Verbindungen nach Indien, in den tibetischen Raum und über da auch nach Zentral- und Ostasien und über Handelswege auch nach Südostasien. Wir sehen auch auf dieser Standmaske eben diese detailreiche Arbeit und die Ikonografie ist sehr stark in der shivaitischen Tradition verankert. Aber dieses Objekt stand einmal in einem Kontext, wo hinduistische, buddhistische und tantrische Religionen sehr, sehr eng verflochten waren. Und bis heute hat Bhairava eine zentrale Rolle in Nepal über ethnische und religiöse Grenzen hinaus. Meine Forschung beschäftigt sich mit der Frage, wie sich religiöse Ideen, künstlerische Formen und Wissenssysteme aus dem indischen Raum über Eurasien verbreitet haben und wie sie an Orten wie dem Kathmandu-Tal aufgenommen, verändert und weitergegeben worden sind. Bhairava ist hier ein ganz tolles Beispiel eben, weil wir wissen, dass diese Gottheit schon ab dem 5. Jahrhundert auf dem indischen Subkontinent verehrt worden ist, von hinduistischen, aber auch von buddhistischen Gruppen, vor allem in einem tantrischen Kontext. Und Bhairava wurde nicht nur auf dem indischen Subkontinent verehrt, sondern auch auf Java beispielsweise oder eben in tibetischen Klöstern. Inschriften, Texte und Rituale ergänzen dieses Bild, das wir von der materiellen Kultur haben. Und philologische Analysen, die wir betreiben in einem interdisziplinären Kontext, helfen uns dann zu rekonstruieren, wie gewisse Begriffe und Praktiken sich über verschiedene Gemeinschaften, Regionen und auch religiöse Gruppen weiter verbreitet und verändert haben. Diese Statue steht eben deswegen nicht für ein abgelegenes Himalaya-Königreich, sondern für ein dynamisches Netzwerk intellektuellen und rituellen Austausches. Die Figur erinnert uns daran, dass Eurasien schon vor vielen Jahrhunderten ein Raum intensiver Mobilität war, von Menschen, Ideen und Technologien. So ein Objekt zeigt uns, dass Begriffe wie eigen und fremd nicht absolut sind. Diese Grenzen werden durchdrungen von Handel, Migration, Aneignung und auch Konflikten. Und die philologische Forschung, die hilft uns auch eben, diese Prozesse in einer historischen Tiefe zu erfassen und globale Verflechtungen nicht nur in politischen und wirtschaftlichen, sondern auch in sprachlichen, geistigen und religiösen Dimensionen zu denken. In einer Gegenwart, in der kulturelle Identitäten oft als sehr starr wahrgenommen werden, zeigen uns solche Objekte eben das Gegenteil, dass Identitäten geformt sind durch Austauschprozesse, dass sie nicht innerhalb von Grenzen entwickelt werden, sondern oft in Zwischenräumen, in Kontaktzonen und in Übergangsfeldern.
Im eurasischen Raum wird damit sehr deutlich, dass es hier nicht nur Verbindungen gibt, sondern ein gegenseitiges Beeinflussen und Prägen. Und dieses historische Bewusstsein ist heute auch noch sehr wichtig.